Schauspieler Werner Kraus wurde 60 Jahre alt. In seinen freien Stunden schöpft der große Mime durch Arbeit in seinem Garten Kraft für die Verwandlungen, die auf der Bühne den Spieler und sein Geschöpf völlig eins werden lassen. Rollenstudium für seinen neuen Film Der König von Portugal. Werner Kraus und seine Gattin beim Repetieren einer Bühnenrolle aus Bruderzwist in Habsburg. Mein Geist verirrt sich in die Jugendzeit. Als ich aus Spanien kam, wo ich erzogen und man nun meldete, dass Deutschlands Küste sich nebelgleich am Horizonte zeige, da lief ich aufs Verdeck und offener Arme rief ich, mein Vaterland, mein teures Vaterland. In Marburg hat der Reichsstudentenführer mit der Marie von Clausewitz-Heim eine Einrichtung geschaffen, die es Kriegerwitwen ermöglicht, ohne Sorge für ihre Kinder das Studium durchzuführen. Eine Vorlesung im Anatomischen Institut. Zwischen den Studierenden die Insassinnen des Marie von Clausewitz-Heimes. Unter der Fürsorge geschulter Kräfte sind ihre Kinder während der Vorlesungen guter Obhut. Das vorbildlich eingerichtete Heim lässt die studierenden Mütter die eigene Häuslichkeit nicht vermissen. Gemeinsam wird hier Geburtstag gefeiert. In den behaglich eingerichteten Räumen können die Studierenden in Ruhe arbeiten. Flakwaffenhelferinnen beim Einsatz in einer Luftsperrbatterie. Am Flak-Richtungsweiser. Und hier am Horchgerät. Ausbildung durch einen Unteroffizier der Flakartillerie. Flakwaffenhelferinnen bei der Bedienung der Flakscheinwerfer. Nach dem Dienst bleibt noch genügend Zeit zur Entspannung und Erholung. Auch im 5. Kriegsjahr wurde die große Grünauer Ruderregatta mit großem Erfolg durchgeführt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Vorprüfungen der Männer und Frauen für die diesjährigen Kriegsmeisterschaften.
Im Doppelvierer für Frauen siegte Vineta Potsdam. Den Vierer mit Steuermann gewann die Renngemeinschaft Wannsee. Im Achter lagen die drei Mannschaften vom Start an Bord. Erst kurz vor dem Ziel konnte sich die Renngemeinschaft Wannsee mit nur 2 Zehntelsekunden Abstand vor die Heidelberg-Mannheimer setzen. Deutlich kennzeichnen der weiße Anstrich und die roten Kreuze die durch die Genfer Konvention festgelegte Unverletzlichkeit dieses Schiffes. Es ist das deutsche Lazarettschiff Erlangen, das am 15. Juni vor der westitalienischen Küste von feindlichen Flugzeugen angegriffen und in Brand geworfen wurde. Diese Aufnahmen sind Dokumente, die mit nicht abzuleugnender Deutlichkeit die verbrecherische Kampfführung der Angloamerikaner zeigen. Die Erlangen ist ein Fall von vielen. Nur einem Glücksumstand ist es zu danken, dass die fliegenden Verbrecher ihr scheußliches Vorhaben gegen einige hundert verwundete und wehrlose deutsche Soldaten nicht vollenden konnten. Die Erlangen ist auf Strand gesetzt. Mühsam und unter großen Gefahren und Qualen müssen die Verwundeten an der offenen Küste ausgebotet werden. An der Ostfront. Generaloberst Ritter von Greim, Oberbefehlshaber einer Luftflotte, auf dem Gefechtsstand seines Stuka-Leitoffiziers. Leuchtkugeln zeigen den anfliegenden Ju-87 den genauen Verlauf der vordersten Linie. Vor den Augen der bereitgestellten Infanterie stürzen sich unsere Schlachtflieger auf den Feind. Mit Bomben und dann mit Bordwaffen bekämpfen die Flieger im Tiefflug bereitgestellte Panzer und Infanterieansammlungen der Sowjets. Unmittelbar nach dem Bombenangriff gehen deutsche Panzer und Infanterie vor. Sowjetische Schlachtflieger werden aus allen Rohren bekämpft. Deutsche Panzer rollen vor. Mehrere angreifende Sowjetflieger werden herausgeschossen. Brennend in die Tiefe. Immer neue Schwärme sowjetischer Schlachtflieger versuchen, den deutschen Vorstoß zu verhindern. Über das von Bombentrichtern aufgewühlte Feld gehen Panzer und Infanterie zum Sturm gegen eine wichtige Höhe vor.
Mit einer langen Flammenfahne stürzt wieder ein feindlicher Schlachtflieger ab. Artillerie auf Selbstfahrlafetten und Sturmgeschütze feuern. Die Sowjets werden aus einem Dorf geworfen. Sie lassen es hinter sich in Flammen aufgehen. Allein innerhalb 48 Stunden büßte die britisch-nordamerikanische Luftwaffe durch die Schlagkraft unserer Luftverteidigung 226 Flugzeuge ein. Der Nachtjäger Commodore Oberstleutnant Lent nach seinem 100. Abschuss über der Invasionsfront. Immer wieder kommt es zu schweren Luftkämpfen, die den Feind starke Verluste kosten. Leichte und schwere Flak bei der Bekämpfung von feindlichen Jagdbombern und Viermotorigen. Wie eine brennende Fackel geht die getroffene Maschine nach unten. Eine notgelandete Boeing. Die Besatzung wird abgeführt. Im Frontgebiet der Kanalküste steigert sich zum Erstaunen unserer Gegner der Hass der französischen Bevölkerung gegen die Alliierten von Tag zu Tag. Das ist die Quittung dafür, dass sie rücksichtslos alles in Schutt und Asche legen. Die Bevölkerung hatte innerhalb weniger Wochen Zehntausende von Toten. Bilddokumente aus Le Havre. So hausen in Frankreich die Befreier. Verwundete Flüchtlinge verlassen nach einem schweren Bombenangriff die Stadt. Die Stunde der neuen Waffe. Ein Meldegänger überbringt einem vorgeschobenen Gefechtsstand den Wehrmachtbericht. Südengland und das Stadtgebiet von London wurden in der vergangenen Nacht und heute Vormittag mit neuartigen Sprengkörpern schwersten Kalibers belegt. Diese Mitteilung erfüllt die deutschen Kämpfer mit einer freudigen Genugtuung. Brigadeführer Witt, der Kommandeur der SS-Division Hitlerjugend. Er fand an der Invasionsfront den Heldentod. Generalleutnant Meindl, kommandierender General eines Fallschirmjägerkorps, im Gespräch mit dem Ritterkreuzträger Major von der Heide. Ein Spättruppführer weist seine Männer in die befohlene Aufgabe ein. An beiden Oberarmen trägt er Signalpatronen. Nach einer schweren Panzerschlacht im Kampfabschnitt von Saint-Lô wird der Gegner, der vorübergehend einen Geländegewinn bis zu 10 Kilometern verbuchen konnte, unter schweren Verlusten auf seine Ausgangsstellungen zurückgeworfen. In diesem unübersichtlichen Gelände hat sich ein aufreibender Buschkrieg entwickelt. Hier fällt der Infanterie bei allen Erkundungen eine ausschlaggebende Rolle zu. Fallschirmjäger gehen auf einem schmalen Buschpfad mit Panzernahbekämpfungsmitteln nach vorn. Der Gegner eröffnet das Feuer. Eingraben. Ein Granatwerfer erwidert. Im Halbdunkel der dichten Laufwälder liegen Fallschirmjäger und Grenadiere der SS-Division Götz von Berlichingen in Bereitschaft zum Angriff.
Sturmgeschütze gehen vor. Im Schutz der Sturmartillerie folgen Fallschirmjäger und SS-Grenadiere. Im Raum von Saint-Lô, abgeschossene und brennende Sherman-Panzer. Dicht geballt wurden hier die Feindpanzer gestellt und zusammengeschossen. Vernichtete Feindpack. An der Hauptstraße nach Saint-Lô. Beute und Trümmer in wildem Durcheinander. Der Feind wich unter dem Druck der angreifenden deutschen Verbände so schnell auf seine Ausgangsstellung zurück, dass er viel unbeschädigtes Material stehen lassen musste. Eine Auslese von Gefangenen der Invasionsfront. Durch unsere Kampfflieger erleiden die Einheiten der angloamerikanischen Nachschubflotte Nacht für Nacht schwere Verluste. Einsatzbesprechung. Deutsche Kampfflugzeuge werden gegen Schiffsziele startbereit gemacht. Die schwere Bombe hängt. Die Maschinen rollen zur Startbahn. Mit den Kampffliegern und schwerster deutscher Artillerie bekämpfen vor allem die Besatzungen der Schnellboote den Nachschub des Feindes. Auch sie fügen in kühnen Vorstößen Nacht für Nacht dem Gegner immer wieder neue Verluste zu. Ein Transportschiff brennt. Ein weiterer Torpedotreffer jagt den 10.000 Tonner in die Luft.